Die heutige Tour geht ins Urnerland, genauer gesagt auf Silene, und zwar auf einen Klettersteig Hexensteig. Das ist einer der speziellsten Klettersteige in der ganzen Schweiz. Wir fahren mit einem offenen und sehr herzigen Bändchen auf die Kilcherbergen rauf. Von dort aus haben wir dann etwa eine halbe Stunde bis zum Einstieg vom Klettersteig. Um meine Gelenke schonen, bin ich auch auf dieser Tour wieder bis zum Einstieg barfuß unterwegs. Ja, man sieht es, an diesem Tag war leider das Wetter nicht sehr einladend. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass die Sonne vorkommt, gemäss Wetterbericht. Der Kollege hier hat sicher gefreut, uns leider weniger. Und man sieht es auch hier, der ganze Fels war sehr, sehr nass gewesen. Ja, und ihr seht es, man muss in Felsen hineingehen, was auch den ganzen Reiz von dem Klettersteig ausmacht. Ich finde es sehr speziell und auch sehr spannend. Und man kommt sich ein bisschen wie ein Höhlenforscher vor. Die Tyrolienne ist gerade beim Einstieg und ist eines der kleinen Highlights von dem Klettersteig. Ja, man sieht es war alles sehr nass im Fels und besonders die Baumstämme haben nicht viel Halt geboten. Ich empfehle, dass man auf den Steig eigentlich nur bei trockenem Wetter geht, sonst könnte es dann sein, dass man plötzlich in den Fängen der Hexe landet. Letschness. Die Kletterei ist sehr abwechslungsreich und interessant und nach kurzer Zeit ist man dann schon beim Highlight von dieser Tour, und zwar beim Bänkli, das aussen am Fels angemacht worden ist. Das ist eine Einbahn, man muss nicht zwingend dort rausgehen, man verpasst dann allerdings auch etwas, weil man hat hier sehr, sehr viel Luft unter den Füßen, obwohl wir an diesem Tag nicht viel mitbekommen haben davon. Mach kein Seich! Hat das Bänkli da? Ja. Vielleicht vom Morsch langsam. Insgesamt war alles sehr gut abgesichert. Man hat nie einen losen Stein oder Ähnliches gesehen. Einzig der Baum hier ist ein bisschen wackelig, aber ich meinte, das gehört so zum Konzept. Er bewegt sich, gell? Ja, das ist originell. Das hat alles. Bis jetzt schon. Ja, ihr habt das drauf aufgezeigt, das hat schon. Nach einer Stunde ist man dann auch bereits schon beim Ausstieg. Ich persönlich finde es sehr speziell, dass man auf die Idee kommt, im Fels einen Klettersteig zu errichten. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Erbauern bedanken, und zuoberst im Steig hat es dann auch eine Kasse, wo man seine Anerkennung zeigen bei den Erbauern. Ich finde es immer gut, wenn es Leute gibt, die auf so gesponnene Ideen kommen. Und was meinst du dazu, Hans? Ja, was meine ich? Grau, nass, gruselig, düster war es, aber schön war es. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass sich der Hans gefürchtet hat, weil er ist einer der bekanntesten Höhlenforscher in der Innerschweiz.
Wir schließen jetzt noch eine schöne Wanderung an, und zwar gehen wir weiter zum Säblisee. Das ist einer der schönsten und grössten Bergseen im ganzen Kanton. Was mir sehr aufgefallen ist an diesem Tag, ist, dass es hier eine sehr artenreiche und farbenfrohe Bergwiese hat. Nach ca. 3/4 Stunde Gehzeit sind wir dann beim Säblisee angekommen. Der ist auch bei Fischern sehr beliebt, die ihr Glück hier versuchen. Man hat hier scheint es schon rechte Kaliber rausgezogen. Allerdings sind hier die Fische auch nicht natürlich rausgekommen. Die werden im Frühling alle künstlich ausgesetzt. Ich glaube, da gibt es noch nicht. Ein bisschen unterhalb vom See hat es eine Ansammlung von Alphütten, wo man auch etwas Kleines essen kann, wenn man will. Wir haben eine Fleischplatte bestellt und wir sind jetzt nicht so die Wahnsinns-Fleischesser und haben angesichts von dieser riesen Portion hier definitiv wieder genug für ein paar Tage. Leider sieht man etwa die am Wegrand Sachen, die man jetzt nicht unbedingt sehen will. Am besten ist einfach, wenn man alle den Müll mitnimmt und sich halt dann nicht dabei denkt, weil ich glaube, die Leute kann man eh nicht bekehren, die das machen. Ich habe übrigens vor 2 Jahren schon mal einen Film von dem Klettersteig gemacht, damals allerdings mit einer älteren Kamera und darum ist es jetzt Zeit geworden, dass ich den Klettersteig neu verfilme. Ich tue euch trotzdem den älteren Film hier verlinken, zum Schluss. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat das gefallen und wenn ja, dann dürft ihr gerne einen Daumen da lassen und das nächste Mal wieder einschalten. Danke vielmals, tschüss zusammen.